Hi, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir von der Systemaus Schongau GmbH schauen mit euch zusammen den Lenovo Yoga All-in-One 7 an. Yoga ist die Lenovo-Reihe an High-End-Modellen für Privatkunden. In der Regel geht es dabei um Notebooks, hier haben wir aber einen All-in-One-PC der Yoga-Reihe für euch. Das Gerät eignet sich zum Beispiel für Praxen oder ähnliche Einrichtungen, weil es eben ein All-in-One-Gerät ist und damit ist es sehr aufgeräumt, wir haben weniger Geräte außenrum und es sieht auch sehr clean und stylisch aus. Aber natürlich ist der AYO 7 auch für Privatkunden geeignet, je nach Bedürfnissen kann man den im Privatbereich auch gut einsetzen. Notebookswieneu.de hat uns das Gerät zur Verfügung gestellt. Dort gibt es hochwertige Business-Hardware zu guten Preisen. Der Großteil der Geräte dort sind Vorführgeräte, die befinden sich aber in einem absolut neuwertigen Zustand. Und überwiegend ist auch noch eine laufende Herstellergarantie gegeben. Zum Lieferumfang. Das Gerät wird mit Funkmaus und Funktastatur, auch in Silber, für den einheitlichen Look geliefert. Und wir haben die Tastatur ein bisschen getestet und die liegt gut in der Hand, ist angenehm zum Tippen. Die Kamera wird ebenfalls extra geliefert und muss noch angebracht werden. Die Webcam hat eine Auflösung von 5 Megapixeln und es ist eine RGB-Infrarotkamera. Die Webcam kann entweder über den Regler zugemacht werden oder man kann sie eben ganz abnehmen und bei Bedarf wieder anbringen. Und sie kann für eine ideale Position auch geneigt werden. Also da ist man ziemlich flexibel, um die perfekt ausrichten zu können. Zum Bildschirm. Wir haben hier ein 27 Zoll großes 4K-Display mit Anti-Glare-Oberfläche. Das randlose Design macht natürlich optisch was her, sieht sehr stylisch aus. Und das besondere Feature an diesem Monitor ist, dass der Bildschirm gedreht werden kann. Und dadurch hat man einen Hochkantmonitor. Das kann je nach Anwendungszweck sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel Hochkantvideos schneiden möchte oder ähnliches. Wir haben hier zum Beispiel ein Word-Dokument bearbeitet, haben es dann in die Hochkantansicht gedreht und so bekommt man das ganze Blatt auf dem Bildschirm und sieht es auf einen Blick. Ein weiteres Feature, was der All-in-One-PC hat, ist der Cast Mode. Das ist ein bestimmter Modus und da kommt man rein über die Tasten am Bildschirm und da kann man dann sein Handy mit dem PC verbinden. Leider hat es mit unseren Android-Geräten nicht funktioniert. Auch mit der App, die man runterladen sollte, ging die Koppelung einfach nicht. Wir wissen nicht genau, woran es gelegen hat. Wir haben es dann mit einem iPhone versucht und da hat es problemlos sofort funktioniert, auch ohne App. Und wir konnten dann das Handy-Display über den AYO bedienen. Der verbaute Lautsprecher ist von JBL und der ist unten zwischen dem Fuß und Display fest eingebaut und wir haben den Sound getestet und uns hat er überzeugt. Der Standfuß ist außerdem verstellbar und so kann man das Display leicht nach hinten kippen, was je nach Einsatz angenehmer sein kann. Zu den Anschlüssen. Seitlich befindet sich der Knopf zum An- und Ausschalten und die Knöpfe für das Bildschirmmenü. Auf der anderen Seite haben wir einen Mikrofon bzw. Kopfhörer-Kombi-Anschluss, einen USB-A 3.2-Anschluss, einen USB-C 3.2-Anschluss und eine Taste für die Bildschirmübertragung. Hinten wird das Netzteil angeschlossen, es gibt einen HDMI-Anschluss, RJ45 Ethernet-Anschluss, zweimal USB-A 2.0 und zweimal USB-A 3.1 Anschlüsse. Ein weiteres Feature ist, dass man per USB-C-Kabel noch ein Notebook anschließen kann und als zweiten Bildschirm nutzen kann. Das haben wir hier auch einmal getestet und hier könnte man zum Beispiel auch die hochkante Ansicht für eine neue Perspektive nutzen. Wir haben dann noch verschiedene Benchmarks durchlaufen lassen, um die Performance des Geräts zu testen. Als erstes haben wir den Blender Benchmark getestet. Das Gerät ist zwar nicht zum Rendern gedacht, aber uns hat interessiert, welche Werte rauskommen. Hier seht ihr die Ergebnisse für den Blender Benchmark. Als nächstes haben wir den Cinebench gestartet. Hier seht ihr die Ergebnisse für Multicore und hier für Single Core. Dann haben wir noch Fermac durchlaufen lassen. Hier seht ihr die Ergebnisse vom Fermac Benchmark. Und zu guter Letzt noch Geekbench. Und hier seht ihr die Ergebnisse vom Geekbench Benchmark.
Zu unserem Fazit. Das Gerät überzeugt durch das 4K-Display. Bei der Drehfunktion ist die Frage, ob man einen Einsatzzweck dafür hat. Die integrierten Lautsprecher machen einen guten Sound und auch das Design des IO-PCs überzeugt auf jeden Fall. Also wie gesagt, für Praxen oder ähnliche Einrichtungen wäre das ein sehr stylisches, aufgeräumtes und auch leistungsstarkes Gerät. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr keine Videos von uns verpassen wollt, dann könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Ansonsten findet ihr uns auch auf Facebook, Instagram und auf unserer Webseite www.systemhaus-schongau.de.